Krallenkörbe wurden speziell für die Strömung konzipiert, damit der Korb nicht so schnell vom Futterplatz wegtreibt. Dabei gibt es unterschiedliche Modelle auf dem Markt. Jedes Korbmodell hat seine Vor-, aber auch seine Nachteile, die gleich ausgeleuchtet werden. Bleibt dran und seid gespannt. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei MS Friedfischen TV und für alle neue Gesichter. Mein Name ist Michael Schlögel und meine Passion ist seit über 50 Jahren modernes Friedfischangeln pur. Ich führe Workshops in Gruppen sowie Privatcoaching direkt am Wasser durch. Wer gerne hierzu Interesse hat, der kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail findet ihr unten in der Videobeschreibung, aber nun Film ab. Ich selbst fische in der Strömung an meinem Hausgewässer, dem Rhein, schon 20 Jahre lang mit den Krallenkörben und haben in dieser Zeit jede Menge Erfahrung sammeln können. Aber auch andere Flüsse wie Main, Neckar, Donau und so weiter habe ich viele Sessions dort verbracht. Hier mein Resümee der unterschiedlichen Krallenmodellen mit ihren Vor- und Nachteilen kurz zusammengefasst. Allgemein kann man sagen, dass man je nach Beschaffenheit des Gewässergrunds bis zu 30% an Gewicht je nach Korbmodell einsparen kann. Das heißt im Klartext, wo man einen 140 Gramm Korb gleicher Größe gerade zum Liegen bekommt, kann man auch alternativ einen leichteren 100 Gramm Krallenkorb einsetzen. Das ist enorm, wie ich finde. Ich fische je nach Verhältnisse 3 unterschiedliche Krallenmodelle. Modell 1. Das ist der klassische Blockankerkorb. Diesen gibt es schon über 50 Jahre oder noch mehr auf dem Markt. Der Vorteil ist, man kann ihn schnell und bequem aufgrund seiner 2 Öffnungen füllen, ohne dass die Krallen einem hindern. Dank seiner planaren Bleiplatte steigt er schnell an die Wasseroberfläche hoch. Und das kann bei steilen Kanten oder Muschelbänken, wo der Fisch sich mitsamt Korb sich gerne festsetzt, den entscheidenden Vorteil bringt. Im Gegensatz zum Düsenkrallenkorb hält er besser auf dem Grund stand. Nur der Patronenkrallenkorb, dazu gleich mehr, nagelt sich noch mehr auf den Boden. Wohl bemerkt, alles verglichen bei gleicher Grammatur. Und nun kommen wir zum Nachteil des Blockankerkorbs. Da es sich nicht um ein Speedmodell handelt, wo das Bleigewicht zentrisch nach vorne angeordnet ist, ist er beim Fiedern auf Distanz und bei Wind nicht gerade das Wurfwunder. Er wird da sehr oft auf die kurze bis mittlere Distanz vorrangig eingesetzt. Modell 2, der Düsenkrallenkorb. Dies ist ein druckfester Edelstahlkorb in 8 mm Maschenweite-Ausführung als Düse. Gepaart mit 4 druckfesten Edelstahlkrallen und bedingt durch das zentrische Bleigewicht wurden bewusst 4 Drähte im gleichen Winkel eingegossen, sodass immer 2 Drähte auf dem Boden liegen und sich verankern können. Der MS Düsenkrallenkorb erreicht durch die zentrisch eingegossenen konischen Bleiring präzisere Würfe und höhere Reichweiten gegenüber den offenen Blockankerkorb. Vor allem wo Hängergefahr an steilen Kanten oder Muschelbänken droht, bietet er die entscheidenden Vorteile. Aufgrund des Düseneffekts im geformten Bleiring steigt er schneller zur Wasseroberfläche auf. Durch die 2 Außenöffnungen lässt er sich noch bequem und schnell mit 2 Fingern befüllen. Aber ich finde, es ist etwas umständlicher gegenüber dem Blockankerkorb. An tiefe Flüsse, wo man meist als Köder die Nummer 1 geklebte Maden runterbringen muss, bietet er aber den entscheidenden Vorteil. Man drückt die Maden vor allem in den Bleiring rein. Dadurch werden die Maden im Absinken gegen die starke Strömung gut geschützt und lösen sich erst auf dem Gewässergrund langsam auf. Modell 3. Der Patronenkrallenkorb 4x9. Dieser druckfeste Edelstahl-Patronenkorb als Krallenausführung besitzt die besten Flugeigenschaften von allen 3 Korbmodellen. Bedingt durch das zentrische Bleigewicht wurden bewusst 3 Drähte im gleichen Winkel eingegossen, sodass immer 2 Drähte auf dem Boden liegen und sich verankern können. Da dieser Korb wenig Angriffsfläche dem Wasser bietet, das Wasser strömt an der Patronenspitze ohne großen Widerstand vorbei, so bleibt er auch gegenüber den beiden anderen Modellen viel besser liegen. Aber nun zu seinen Nachteilen. Man braucht schon etwas mehr Zeit zum Füllen des Korbes. Es ist einfach etwas unhandlicher als die anderen beiden Modellen, da der nur eine Öffnung hat. Die Füllmenge ist etwas weniger als bei den 2 anderen Modellen, was ich aber nicht unbedingt als Nachteil sehe.
Nur bei hohem Fischaufkommen kommt man oft mit dem Anfüttern nicht nach und da muss man aufpassen. Kommen wir zum Thema Auflösungsverhalten auf dem Gewässerboden. Bei diesem Patronenmodell kommt das Futter viel langsamer aus dem Korb heraus, weil ja die eine Seite zu ist. Seinen größten Nachteil gegenüber den anderen Modellen sehe ich in seinem Steigverhalten. Ich würde ihn dabei nie bei extremen Kanten, wo Hängergefahr lauert, einsetzen. Da hat er gegenüber den anderen Modellen ganz klar das Nachsehen. Ihr seht, jeder Korb hat seine Vor- und Nachteile und sein ganz bestimmtes Anwendungsgebiet. Ich hoffe, ich konnte euch einen Überblick verschaffen, sodass ihr in Zukunft nach euren Anforderungen besser Bescheid wisst, wann ihr was für ein Modell einsetzt. Falls ihr sonst irgendwelche Fragen zu diesem Themenkomplex habt, so lasst es mich gerne unten in der Kommentarleiste wissen. Ich hoffe, mein Tutorial hat euch gefallen. So könnt ihr mir gerne ein Like spendieren. Ich sage mal wieder Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Filmchen. Euer MS.